herzlich willkommen hier in der Brickworld zu einem weiteren Update-Video endlich. Und zwar, ihr seht schon im Hintergrund, neben mir, aber darum geht es auch heute wieder nicht, seht ihr, was wir in letzter Zeit so gebaut haben. Wir haben hier am Häuserblock gearbeitet, der eben besteht aus einer stark modifizierten Version der Brickbank und einer stark modifizierten Version der Polizeistation, die in dem Fall aber eine Anwaltskanzlei ist, und oben drüber kommen Wohneinheiten hin. Heute soll es aber um was anderes gehen, es hat aber auch hiermit zu tun. Und zwar geht es darum, wenn der neue Häuserblock in das neue Layout kommt, dann müssen wir auch die Straße davor ändern, denn die passt auch nicht mehr zu dem, was dorthin kommt. In diesem Sinne werden wir heute die Straße hier vorne bauen. Dazu haben wir 3 32er Baseplates. Ihr seht, es wird groß heute mit dem Modul. Passend dazu habe ich hier ganz viele gerade Schienen für die Straßenbahn, die ja auch hier vorne verlaufen wird. Dazu habe ich einiges an Tiles in 1x2 in Dark Bluish Grey. Davon werden wir einige heute verbrauchen. Das sind, glaube ich, ungefähr 1200 Stück. Und dazu habe ich jetzt noch ein paar Tiles in dem alten Grau, denn damit möchte ich was ausprobieren. Denn damit möchte ich gerne schauen, ob wir damit nicht irgendwie so Straßenausbesserungsarbeiten gut einbringen können. Ansonsten habe ich noch Fanpost bekommen und die lese ich euch auch gleich vor, denn das machen wir heute einfach mal direkt hier am Anfang. Und zwar habe ich einen Brief bekommen vom, ich muss mal kurz aufmachen, einen Moment, vom Pascal, und der schreibt: Hallo Daniel, hallo auch an dich. Ich bin ein großer Fan deiner Stadt und deiner Arbeit und verfolge jeden Fortschritt. Oft kommentiere ich ja auch, sowohl auf YouTube als auch auf Facebook. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Ich schicke dir meine Sigfig und würde gerne bei dir auf der Stadtmauer oder beim Mittelalterfest stehen. Das machen wir auf jeden Fall, wahrscheinlich nicht heute im Video, aber das wird auf jeden Fall noch kommen. Schön wäre es, wenn du meinen kleinen Kanal, ich nenne ihn jetzt einfach mal Magic Brickman, vorstellen würdest. Und toll wäre auch, wenn ich im Tausch auch deine Sigfig bekommen könnte. Darum kümmere ich mich noch, damit auch du an einem Stammtisch im Restaurant zur Eule Platz nehmen kannst. Du kannst mir gerne dann auch mitteilen, was ich deiner Figur zu essen hinstellen kann. Das machen wir auf jeden Fall noch. Liebe Grüße, Pascal alias Magic Brickman. Und wir schauen uns jetzt noch schnell seine Figur an. Die hat er nämlich auch mitgeschickt. Schauen wir mal, ob das jetzt hier die Kamera hinbekommt. Ich zeige es euch mal. Ich hoffe, ihr seht es. Ich sehe mich gerade nicht, was die Kamera macht. Und vielen Dank für deine Figur. Sie wird einen Platz finden in der Stadt. Wie gesagt, im mittelalterlichen Bereich, wie du möchtest. Und ansonsten würde ich sagen, gleich geht es jetzt hier los mit dem Straßenbau vor dem Häuserblock, und bleibt gerne dabei, ich würde mich freuen, und gleich geht's los. Und da gehen wir auch direkt ins Speedbild, und ihr seht, ich habe jetzt mal die ganzen Platten ausgepackt, und das Ganze fängt jetzt erstmal an, dass ich ungefähr mal schauen muss, wo muss alles hin, welche Abstände brauche ich zum Beispiel für die Parkplätze, wo kommen die die Eisenbahnschienen natürlich nicht, sondern die Straßenbahnschienen hin. Und da muss ich mal langsam anfangen mit dem Unterbau. Der ist jetzt hier in dem Sinne nicht mit der Snot-Technik, sondern aufgrund dessen, dass ich ja hier die Schienen mit einbauen muss, mache ich das Ganze mit Tiles in Dark Bluish Grey. Das ist auf der gleichen Höhe praktischerweise wie eben auch, wenn man die Snot-Technik benutzt. Und unten drunter benutzt man jetzt einfach alle möglichen Farben, die ich so habe. Ihr seht da vorne die Kisten, da ist es eine bunte Mischung aus Orange und anderen Farben. Die sind einfach günstig, und dann kann man die einfach ganz gut nehmen für sowas. Vor allem bei sowas, wo man jetzt relativ viele Steine braucht, um einfach einen Unterbau zu machen. Den Unterbau für die Schienen habe ich relativ massiv gemacht, aufgrund dessen, dass ich auch möchte, dass das Ganze stabil ist. Und ja, ihr seht, es ist einiges an Arbeit erstmal zu machen, bevor man überhaupt so richtig anfangen kann. Ich jetzt ganz kurz, ihr seht mich hinten, ich bin da hinten auf dem Boden gewesen, ich habe das mal alles ordentlich festgedrückt. Das wollte ich lieber auf dem Boden machen, weil ich da deutlich mehr Kraft aufwenden kann als auf dem eigentlichen Tisch. Und jetzt geht es erstmal los, dass ich hier weiter die Straßenmarkierung in der Mitte erstmal lege. Denn die markiert ja die Mitte der Straße. Und dann geht es auch gleich weiter, dass ich hier vorne mit dem Bordstein anfange, der ja vor der Kanzlei noch hinkommt. Da fehlt ja noch ein bisschen Bordstein. Seht ihr jetzt mal ganz grob, wie ich es gemacht habe. Dann das Stück Straße noch fehlt. Und dann habe ich auch schon mal angefangen, langsam den Unterbau zu machen in Dark Bluish Grey. Denn da, wo die Schienen sind, muss der Unterbau tatsächlich in Dark Bluish Grey sein, weil man nämlich, wenn da eine Farbe ist, man von der Seite an der Schiene sieht, welche Farbe dort zu sehen ist. Das habe ich auch erst mit der Zeit gemerkt, aber diesmal wusste ich es. Und es ist ganz praktisch gewesen natürlich. Jetzt seht ihr hier noch ein paar Arbeiten an den Parkplätzen. Die habe ich erst mit den Markierungen weitergemacht. Jetzt wird das Ganze noch ausgefliest. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze gleich nochmal aus der Nähe an, würde ich sagen.
So, ich dachte mir, jetzt wäre mal ein guter Zeitpunkt, um so ein kleines Zwischen-Update zu machen, wie es jetzt hier gerade aussieht. Ihr habt ja im Speedbild gesehen, dass hier sehr, sehr viele Steine reinwandern in das Ganze. Aber es ist auch ultra stabil, muss man sagen. Allein durch die ganzen Plates, die da drauf liegen. Dann nochmal den Schienen oben drauf. Und es macht einen ganz guten Übergang. Ich baue extra hier vorne, damit man halt sich nicht verbaut und alles zusammenpasst. Und ich bin sehr zufrieden mit dem, wie es sich entwickelt. Ich glaube auch, der Blick wird dann sehr schön werden. Da kommen dann noch Laternen hin, das machen wir nicht heute. Dann müssen wir noch die Oberleitung hinmachen hier für die Straßenbahn. Eine Straßenbahn werden wir auch noch hinsetzen. Ich werde dann später vielleicht nochmal die ich schon gebaut habe, einfach mal hier draufsetzen, einfach mal zu schauen, wie die aussieht, wenn die hier vor den Fassaden steht. Aber es ist auch einiges zu tun, wie man sieht. Vor allem der ganze Gehweg hier oben fehlt noch. Hier muss noch sehr, sehr viel gepflastert werden. Wir müssen vielleicht noch ein paar Schäden einbauen. Ich habe jetzt hier mal getestet, wie es aussieht, wenn ich hier dieses alte dunkelgrau einbaue, so als Reparatur. Gefällt mir eigentlich ganz gut, weil es eben so ein bisschen so einen behobenen Schaden darstellt. Und ja, ich würde sagen, ich baue jetzt hier mal weiter. Wie immer jetzt auch weiter im Speedbild. Und ich würde sagen, wir schauen uns dann bald nochmal an, wie das Ganze aus der Nähe aussieht. Und jetzt geht es gleich mal weiter mit dem Bordstein. Das heißt, ich muss jetzt hier erstmal auf die seitlichen Bordstein-Bricks, die ich ja schon gesetzt hatte mit dem Light Bluish Grey, muss ich jetzt erstmal ein paar Plates aufbauen. Die müssen natürlich am Rand ebenfalls in Light Bluish Grey sein, damit man eben am Rand nicht sieht, dass da eine andere Farbe vielleicht dahinter ist. Weiter hinten seht ihr, wird wieder Farbe genutzt und dann wird das Ganze mit Tiles belegt. Am Rand mit schmalen Tiles, die einfach diese Bordsteinkante darstellen sollen und dahinter eben mit den 2x2er Fliesen. Das gleiche mache ich auch da hinten, weiter am anderen Ende der Parkplätze. Da habe ich auch den Hydranten noch mal ein bisschen umgesetzt, damit es ein bisschen besser aussieht. Vorne vor der Kanzlei, da war ich mir ganz lange nicht ganz sicher, was ich eigentlich genau machen möchte. Deshalb habe ich da erstmal woanders weitergebaut, bis ich dann zur Idee gekommen bin, dass ich das übernehmen werde, was wir auch im aktuellen Layout schon haben. Und dass wir diese kleinen schwarzen Pfosten da hinsetzen. Die bringen ein bisschen Leben mit rein, lassen ein bisschen diese graue Betonwüste noch ein bisschen auflockern. Und es kommen natürlich auch die Bäume dazu, aber es bringt wirklich was. Ansonsten seht ihr jetzt, dass ich angefangen habe, die eigentliche Straße zu teilen, also mit den Teils auszulegen. Da habe ich erstmal in der Mitte angefangen. Ich muss sagen, es ist echt eine Arbeit, das glaubt man gar nicht, denn es sind am Ende ja über 1000 Teils, die hier reinfließen in das ganze Projekt, in diese 3x32er Plates und dann auch die bisschen mit den Parkplätzen oben. Also es ist wirklich einiges zu tun. Dann uns hier ein bisschen weiter kleine Teils setzen, die eben wieder am Rande der Schienen sind, damit man von der Seite nicht sieht, dass da vielleicht irgendeine andere Farbe ist. Und ihr seht, es fließen hier einfach Steine über Steine in das Ganze. Und der Titel des Videos ist nicht übertrieben, also 2500 Steine sind da sicherlich drin in den 3 Platten da mit ein bisschen Detailarbeit. Und ja, es ist einfach unglaublich, was man da an Steinen verbauen kann, wenn man hier ein bisschen hier mit der Technik arbeiten will und noch ein paar Details einbauen will. Und ja, das Ganze schauen wir uns, denke ich, gleich nochmal aus der Nähe an, weil aus dem Blickwinkel seht ihr es ja gar nicht so gut. Ihr seht einfach nur, wie ich baue und baue und baue. Aber die Details, die da noch drin stecken, die seht ihr jetzt natürlich nicht so gut. Zeit für ein kleines weiteres Zwischenfazit. Wie ihr sehen könnt, ist hier jetzt einiges an der Straße passiert. Es sind hier auch einige Steine reingeflossen. Also ich denke mal, dass wenn wir hier heute fertig sind mit dem Video, dass hier locker zwischen 2.000 und 2.500 Steine in das Ganze hier reingestecken, was wir hier gerade bauen. Was man auch jetzt sehr, sehr gut sieht, ist, dass die Parkplätze eine sehr gute Größe haben für Fahrzeuge, die auch ein bisschen größer sind als die üblichen Fahrzeuge, aber immer noch in einem ordentlichen Maßstab zum Maßstab der Minifiguren und zum anderen Dingen sind. Also ich finde, das passt ganz gut. Ansonsten habe ich hier auch versucht, wieder einiges an Straßenschäden mit einzubauen. Abgesehen davon, dass ich noch ein bisschen mehr von dieses Altgrau eingebaut habe, habe ich auch noch ein bisschen Vertiefungen, ein bisschen Grün mit in die Straßen gebaut, einfach damit die Straße ein bisschen kaputter wirkt. Finde ich, ist ganz gut geworden. Hier habe ich noch ein bisschen so, dass das hier eingefallen ist, gebaut. Finde ich eigentlich ganz hübsch und ich glaube, das bringt so ein bisschen mehr Struktur in das Ganze, wenn hier mehr Schäden drin sind. Zwischendurch dachte ich, es wären vielleicht zu viele Schäden, aber eigentlich, ich habe mir mal ein paar Straßen auch angeguckt, eigentlich ist es fast noch zu wenig Schäden für manche Straßen, die man so sieht. Aber mit den ganzen Geflicke und so weiter, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt so weit, dass hier eigentlich nur noch ein Streifen von 3 Plates hier rüber fehlt. Den müssen wir auf jeden Fall noch machen. Und dann haben wir hier noch den Bürgersteig auf der Seite. Der ist jetzt aber auch nur 4
Noppen tief, dadurch, dass die Straße so weit rübergerutscht ist. Und hier sieht man jetzt auch sehr gut, dass ich das Milzsystem zwar nutze, aber es sehr viel, wie soll ich sagen, nicht so dieses Reingepresste benutze. Also ich habe Verschiebungen, so wie ich es brauche. Ich werde es nicht so bauen, dass die Platten immer in der Mitte die Straßen haben etc. Bei mir verschiebt sich alles. Sieht ihr auch daran, dass jetzt hier zum Beispiel, man kann es jetzt nicht mehr rausschieben, aber dass hier ja die Grenze der Module direkt zwischen den Parkplätzen ist. Und auch so. Und ich werde auch, glaube ich, fortan, habe ich mir überlegt, oder habe ich schon länger überlegt, besser gesagt, nicht mehr unbedingt die ganzen Module mit Pins verbinden, sondern die werden oberirdisch sozusagen verbunden mit auch Teils. Es wirkt harmonischer, es ist deutlich stabiler und es ist trotzdem noch relativ leicht rausmachbar, weil nur eben die Teils oben drauf das Ganze befestigen. Und dadurch hat man auch die Möglichkeit, auch mal ein Modul zwischendrin rauszunehmen, ohne dass man alles davor rausnehmen muss. Jedenfalls, ich quatsche wieder sehr, sehr viel. Wir werden jetzt hier noch fertig bauen, das hier vorne machen wir auf jeden Fall fertig, dann machen wir noch ein bisschen Deko, um ein hübsches Bild zu kriegen, vielleicht noch ein paar Minifiguren, die Bäume kommen heute auf jeden Fall nicht, Beleuchtung auch nicht, aber das machen wir alles noch nach und nach, aber wenn man sich das jetzt hier so anschaut, gefällt es mir auf jeden Fall. Und damit kommen wir zum letzten Speedbild für das heutige Video. Jetzt geht es eigentlich nur noch hauptsächlich darum, den unteren Bordstein noch so weit zu kriegen und das Rest von der Straße, dass einfach das Modul jetzt mal so grundsätzlich fertig ist. Es fehlt dann natürlich noch die ganze Beleuchtung, dann noch ein paar Stromanschlüsse für die Autos, die man gleich hinstellen möchte. Und das machen wir aber alles in einem anderen Video. Ich will jetzt erstmal den Grundaufbau soweit fertig haben, weil ich auch noch nicht ganz sicher bin, wie ich da jetzt Autos verteilen möchte. Ich will auch die Straßenbahn noch vielleicht irgendwo dahin stellen, weil sie dort einfach besser zur Geltung kommt, als wenn sie da hinten im Bahnhof steht. Und vielleicht baue ich auch noch eine zweite Straßenbahn und baue dann 2 hin, aber schauen wir mal. Auf jeden Fall werde ich gleich noch die Straßenbahn, denke ich, rausholen aus dem alten Layout und dort hinstellen. Das wird nicht so einfach sein, weil die ja direkt verkabelt ist ohne Anschluss. Das habe ich damals noch nicht gemacht gehabt. Aber ihr seht, die Straße ist fast fertig. Da kommen jetzt die Fliesen ran an den Bordstein und dann ist es fertig für heute. Und hier seht ihr das Endergebnis für heute. Ich habe jetzt noch die Straßenbahn, die wir vor einiger Zeit mal gebaut haben, hier rüber gesetzt und auch angeschlossen. Das Kabel geht jetzt hier noch sehr unprofessionell einfach da hinten durch die Tür und wird dann da hinten angeschlossen, weil wir eben die Stromversorgung für dieses Modul noch gar nicht gemacht haben. Das mache ich dann, wenn auch die Straßenlaternen kommen und ich dann noch die Oberleitungen für die Straßenbahn baue. Dann kommt hier auch noch die Stromversorgung rein, auch für die Autos und so weiter, die hier vielleicht mal stehen werden. Das wird aber noch ein bisschen dauern, das wird nämlich auch ein bisschen Aufwand, aber ich bin auf jeden Fall schon mal sehr zufrieden, wie sich das Ganze entwickelt hat und auch jetzt die Autos hier noch gar nicht beleuchtet sind, nur die Straßenbahn, finde ich, macht das hier schon einen sehr, sehr schönen Eindruck. Auch wenn man jetzt mal hier ein bisschen um die Ecke geht, ich habe noch ein paar Minifiguren dazu gestellt. Ihr müsst euch noch denken, da kommen da ja noch die 2 Bäume dazu. Und hier drüben habe ich jetzt nochmal einfach nur ganz normal gefliest, noch gar nicht irgendwas Besonderes gemacht, einfach nur, damit es erstmal abgeschlossen ist. Zu bedenken ist, dass dann zur Tischrand wird nochmal eine halbe Baseplate dazukommen, also 16 Noppen. Da bin ich noch nicht ganz sicher, was wir dann davor noch machen, aber das ist dann der Abstand hier nach vorne und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das dann noch weiter wird. Nächste Schritte an dem ganzen System hier werden es sein, dass wir hier weiter an den Gebäuden natürlich bauen, denn die müssen auch natürlich mal wieder nach oben kommen. Aber ich wollte jetzt einfach mal das hier vorne machen, um ein bisschen mal Abwechslung reinzubringen und einfach mal auch einen besseren Blick auf die Gebäude zu haben, wie das Ganze wirkt, wenn die Straße davor ist. Und ich muss sagen, es wirkt für mich besser, als ich gedacht habe. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Ihr schreibt mir jetzt gerne in die Kommentare alles, was ihr denkt. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, falls ihr es noch nicht getan habt, denn das hilft mir. Gerne auch einen Daumen nach oben. Und ja, Kommentare helfen nicht nur mir mit eurem Feedback, sondern auch dem Algorithmus. Also gerne alles da lassen und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich glaube, heute war es ein bisschen länger und ansonsten viel Spaß beim selber bauen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal hier in der Brickworld. Tschüss!